Hallo Leute! Hi! Wir sind immer noch in Tokio und wir haben bei Donkey gibt es Releases in Clear, also durchsichtige Releases von Getränken, die normalerweise nicht durchsichtig sind in Japan, weil warum nicht? Zum Beispiel Cola, Clear Cola, Clear Kaffee Latte, das ist Kaffee, allerdings ist da kein Koffein drin, also ist wahrscheinlich nicht für jedermanns Sache. Und den super leckeren Milchtee, den ich hier so gerne mag, Premium Morning Tea, auch durchsichtig. Und das soll angeblich genauso schmecken wie das Original. Und das wollen wir jetzt mal testen. Ich bin am gespanntesten auf die Cola, weil die anderen beiden Sachen kenne ich nicht, aber die Cola ja. Okay, mal sehen. Mal sehen. Wollen wir mit der Cola anfangen? Ja! Ja, ist aber unsere. Oh, es riecht aber sauber als Cola. Riecht nicht wie Cola, oder? Ich habe gerade nur die Spritze ins Gesicht bekommen. Aber es hatte auch 0 Kalorien, scheinbar. Oh, das gefällt mir. Davon trinke ich ganz viel. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du bist excited über Cola, also fang du an. Ja. Das kann alles heißen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es original wie Cola schmeckt, weil der Nachgeschmack irgendwie anders ist. Muss man probieren. Also es riecht auf jeden Fall anders. Es riecht nach Zitronenlimonade. Ja. Also am Anfang schmeckt es so schon wie Cola, aber dann verändert sich der Geschmack ganz massiv, würde ich sagen. Aber es schmeckt wie so eine Stevia-Cola. Oder Ja, so eine sowas in der Art, genau. Cola. Ja. Aber nee. Komisch, ne? Ich finde, der Nachgeschmack ist extrem. Aber es macht die Zähne nicht gelb. Und es hat 0 Kalorien. Die Hauptsache. Ah, okay. Wenn du es geöffnet hast, sollst du das am selben Tag verbrauchen. Oh. Das wird schwer. Der Nachgeschmack ist heftig. Der ist mir irgendwie zu heftig. Ich finde, das ist wie so ein... Ja. Wie so ein künstlicher Süßer halt. Ja, aber irgendwie Stevia. bei Zero ist es nochmal anders. Also da ich Light nicht mag, würde ich sagen, es schmeckt wie Light. Okay. Ich trinke fast nie. Die letzte Cola, die ich getrunken habe, war die Peach Cola. Und die ist ja eben ein bisschen anders. Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Zero, damit kenne ich mich am besten aus und das finde ich schmeckt nicht so wie Zero. Es schmeckt auch nicht so wie Cola und da ich Light nicht trinke, sage ich einfach, es schmeckt wie Light. Cola Light. Aber es schmeckt jetzt nicht schlecht. Nicht so schlecht. Es ist halt super süß. Ja, also ich finde, am Anfang schmeckt es ganz okay, aber mir ist der Nachgeschmack zu heftig. Aber am Anfang, wenn man so den ersten Schluck davon nimmt, erinnert es einen irgendwie total an Cola. Aber danach verändert sich das für mich, also für meinen Geschmacksknospen irgendwie so sehr, dass mir das dann nicht mehr gefällt. Ja, mir ist es auch zu süß. Also ich könnte nicht die ganze Flasche trinken. Okay. Gut. Nächste? Jo. Das ist aus Trinken. Nee. Okay, Cola haben wir fertig. Machen wir weiter mit Latte. Die coole Matcha Latte. Wir lieben ja Matcha Latte. Deswegen sind wir sehr gespannt darauf. Ja. Aber, also in grünem Tee ist ja auch Koffein drin, wie ihr vielleicht wisst. Im schwarzen Tee am meisten, dann grüner Tee. Und weil Matcha natürlich intensiver ist, ist auch mehr Koffein drin. Und hier ist jetzt überhaupt kein Koffein drin. Zero Koffein. Also ich bin gespannt. Aber auch Calorie Light. 9 Kalorien pro 100 Milliliter. Ich glaube, damit kann man leben. Damit kann man leben. Mein Gott, das ist einfach nur Wasser. Das ist voll merkwürdig. Aber es riecht nach Matcha. Also das riecht wirklich nach Matcha. Das riecht wie wenn man so ein Tütchen aufmacht. Ja. Das riecht ganz eindeutig nach gespannt. Matcha. Du bist nicht mal dran als erstes. Das riecht Wasser mischen, weil ich noch Cola geschmeckt. Oh, aber das riecht gut. Ja, da bin ich voll super excited. gut.
Oh oh. Also es schmeckt wie eine süße Matcha Latte. Ich mag ja den eher ohne Zucker. Nur mit Matcha und Latte. Und Tapioca oder so. Aber der riecht echt toll. Ich finde, er könnte noch ein bisschen herber sein. Aber das finde ich... Oh, das riecht so gut. Das riecht wie das Matcha-Eis, was ich noch Kühlschrank. Ja. Oh, ich habe das Eis noch. Ich auch. Ja, Matcha-Eis. Tsukiri Otono no Amasa. Soll die erfrischende Süße für Erwachsene sein. Ist nicht so intensiv, oder? Die Herbe. Irgendwie sind die Dinger nicht meins. Naja, weil diese komische Süße dabei Ja. ist. Es muss nicht immer alles süß sein. Ja, Es klebt irgendwie jetzt auf meiner Zunge, ich weiß auch nicht. Also, es schmeckt nach süßem Matcha, das stimmt. Ja. Und da ist halt dieser Süßstoffgeschmack irgendwie wieder dabei, aber nicht dieser gute, sondern irgendwie so ein... Oh, der halt echt in meinem Hals und auf meiner Zunge. Halt irgendwie ein bisschen wie Stevia. Weil das, Mhm. das benutze ich maximal, wenn dann zum Backen. Weil so roh in irgendwas drin, Ja. das ist halt auch so ein Geschmack. Ja, das stimmt allerdings. Ich rieche gern dran, aber das riecht austrinken. Oh, es riecht wirklich Das riecht wirklich super lecker. Also wenn ich das gerochen hätte, dann hätte ich mich auch sofort erst verliebt und dann hätte ich es gekostet und dann hätte ich herausgefunden, dass es nicht meins ist. Aber es schmeckt halt wie der Matcha, den ich vorhin hatte. Und da war halt voll viel Cream drin. Aber der Unterschied ist, weil es ja so flüssig ist, Mhm. hat es halt nicht diese sämige Konsistenz von Matcha und nicht die cremige Konsistenz von Milch. Ja, das stimmt allerdings. Und das, verwirrt auch voll. ja. Da muss man sich erstmal gewöhnen. Vielleicht, wenn man es ein paar Mal getrunken hat, vielleicht schmeckt es ja dann, also schmeckt es mir dann persönlich besser. Also ich finde es schon ganz okay eigentlich. Besser als die Cola. Ja, das als Cola. Aber irgendwie bekomme ich so ein... ich habe so einen Flaum im Mund irgendwie bekommen von dem jetzt. Also 2... Petzige Zunge. Ja, genau. Genau, petzige Zunge. Also 2 von 3 waren jetzt für mich eher so ein... Ich finde, das war noch okay. Ich bin mal auf den letzten gespannt und wer mich Der Milch überzeugen kann. Das Premium kann ich ja Okay. wirklich nicht. Non-Jam. Würde ich auch was sagen. Soll ich diesmal ausspülen? Okay. Last. Versuche ich da länger zu erreichen. Oh nein! Okay, last but not least, Suntory Premium Morning Tea. Das reimt sich. Warum reimst du? Warum Rhymes? Ich hab die Rhymes. Weiß ich auch nicht. Wenn ich in Japan bin, die rhyme ich immer. Ich kann auch noch Deutsch sprechen, aber es ist ja nicht mal Rhyme. Ich meine, das ist ja nicht mal Deutsch. Aber ich weiß gar nicht, was ich immer mit... Also zwischendurch sage ich dann immer so die Worte, wo ich den Reimen sagen möchte. Ich hoffe, das zeugt von Intelligenz oder so. Ich hoffe es sehr. Oh, Okay. Der Schnuppertest. ja. Oh Gott. Das riecht bestimmt wieder richtig gut. Es riecht nach schwarzem Tee oder nach Eistee. Oh ja. Das riecht nach... Oh nee. Das riecht nach Zitronentee, den ich nicht mag. Dann hör auf zu schnuppern. Oh, Sieht mein wieder Gott. aus wie Wasser. Ich bin mal gespannt. Soll ich nicht mal anfangen? Jo. Okay, oh mein Gott. So, wie viel hat das? Was hat das denn hier so am Start? Ja, gar nichts. Sehr gut. Finger weg vom Alkohol. Oh, das hat am meisten Kalorien. Echt? 100 Milliliter, 21 Kalorien. Ah, na toll. Aber wir zählen ja keine Kalorien. Ohne Witz jetzt, ne? Es schmeckt wie Zitronentee. Ich trinke halt nie Eistee. Ich habe das früher, meine Mama hat immer Aber früher das riecht nach gemacht. Eistee. Oh Ja. mein Gott.
Es riecht, es schmeckt nach Eistee. Es schmeckt nach Eistee, das ist krass. Aber ich kenne wahrscheinlich das Original halt nicht und deswegen kann ich es nicht so richtig zuordnen. Aber wenn ich das zum ersten Mal trinke, finde ich, schmeckt es nach Eistee. Ja. Ja. Hä, ja, das schmeckt einfach wie so ein, wie heißen die denn? Lipton? Ja, Lipton-Eistee. genau. Santorin. Ja. Das ist den Lipton-Eistee geklaut und Farbe ausgefiltert. Super. Ist aber nicht Ist okay. reingemacht. Und dann Premium Morning Tea aufgeschrieben. Es schmeckt haargenau wie Eistee. Aber nicht wie Pfirsich, sondern wie Zitrone, würde ich sagen. Da habe ich keine Ahnung, weil ich das nie trinke. Also, außer ich bin irgendwo anders. Aber ja, schmeckt so. Also ich muss sagen, von allen dreien finde ich das wirklich am besten. Aber eigentlich trinke ich nicht so gerne einen Zitronentee. Aber ich finde es trotzdem am besten. Also das kann man auf jeden Fall trinken, finde ich. Also da schmeckt man auch überhaupt nicht irgendwie Süßstoff oder so raus. Aber es hat eine weichere Konsistenz als das, Ja. finde ich, auf der Zunge. Ja. Ich bin verwirrt. Das ist viel zu fruchtig für schwarzer Tee mit Milch und Zucker. Ja, ich finde das irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Das wird. Also die Süße ist schon so wie. Ich kenne das Original nicht. Ich bin total verwirrt. Ja, schmeckt eher nach fruchtigem Eistee. Ja. Krass. Ja. Eistee. Finde ich gut. Kalt und durchsichtig. Warum nicht, ne? Okay. Fazit? 1, 2, 3. Also für mich ist das auf Platz 1, das ist auf Platz 2, das ist auf Platz 3. Das ist bei mir Platz 3. Das hat am besten geschmeckt, finde ich. Auch. Weil es halt nicht diesen komischen, süßen Nachgeschmack hat. Aber es schmeckt halt nach Eistee und nicht nach schwarzem Tee und nicht nach Premium Morning Tea. Und es riecht auch nicht danach. Und das riecht wenigstens original wie Matcha. Ja, das riecht. Also vielleicht super ein, nach Matcha. 2, je nach Laune, auch andersrum, aber 3. Also das riecht auf jeden Fall sehr stark nach Matcha. Das finde ich, Matcha echt, schnuppern. das find ich echt positiv. Muss ich Ich will ganz den ehrlich sagen. Schnuppertest machen. Oh, es riecht so gut. Warum kann es nicht so schmecken, wie es riecht? Oh, wenn es so schmecken würde, wie es riecht, dann würde ich mich rein. Sie müssen nicht mal das Süßen. Warum muss alles süß sein? Das verstehe ich auch nicht. Also, ist ja gar nicht alles süß. Der ganze Tee ist eigentlich mal ungesüßt, den du kaufen kannst. Nur der hier nicht. Ich mache mir einen Tee auch nie Zucker rein. Auch nicht. Außer wenn ich halt Premium Morning Tea kaufe, dann ist da Zucker drin. Aber der schmeckt ja auch gut. Also mit Farbe der. Aber ich finde, das schmeckt nicht schlecht. Vielleicht ist doch das 1 bei mir, weil es nicht so süß ist. Ja, finde ich nämlich auch. Definitiv 1. Oh, das Bei den beiden ist so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich finde trotzdem die hier besser, weil der lag mir sehr schwer auf der Zunge. Okay, ich fand das okay. Aber vom Geruch Weil her fand ich Matcha besser. hat ja auch immer dieses ein bisschen so ein Gefühl auf der Zunge. Oder grüner Tee. Ja, aber der grün. Also sonst, wenn ich immer grünen Tee getrunken habe, fand es irgendwie besser. Okay. You lost. Asahi. Clear Latte. Okay. Ja, das war unser Drink-Test mit den Clear-Getränken, die es in Japan so gibt. Es gibt übrigens noch viel mehr. Also es gibt auch Kaffeelatte als Clear-Version, aber dann halt auch ohne Koffein. Und es gab noch ganz viele andere Sachen. Es gab auch noch Eistee in Clear. Wie Eigentlich hätte das dann mit dir das geschmeckt? Ja, da frage ich mich auch. Es gab auch so Pfirsichtee und so in Clear. Oh Aber mein das Gott. ist ja dann anscheinend leichter. Ja. Jo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mal in Japan seid und Lust habt, durchsichtige Getränke zu trinken, die nicht so schmecken wie das Original, dann knock yourself out. Okay. Danke fürs Zuschauen und Danke. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Janne. またね。
War lustig? Ah,